sollte man sich wirklich darauf einstellen, als Immobilienbesitzer oder als jemand, der überlegt, Immobilienbesitzer zu werden? Sollte man sich wirklich damit auseinandersetzen? Also welche Fakten sprechen denn dafür, dass es wirklich dazu kommt? Weil wenn man sich jetzt, sagen wir mal so, in den Medien umschaut, dann ist eigentlich dort die große Verwirrung. Also man hat auf der einen Seite Medien und Politiker, die das Wort Lastenausgleich immer wieder häufig in den Mund nehmen. Man müsste da was machen, man müsste was machen. Dann gibt es eine Studie von der Bundesregierung, die kann man im Internet leicht finden, wo also die Bundesregierung selber einen Studienauftrag gegeben hat. Sollte man das jetzt machen? Würde man das machen? Wie würde sich das auswirken? Und da liest man auf den letzten Seiten, nein, also in keinem Fall, keine Empfehlung, die Bundesregierung sollte sowas nicht machen. Und darauf wird ja immer wieder hingewiesen. Ne? Also das ist Quatsch, das wird nicht zum Lastenausgleich kommen. So, abseits von jeder Verschwörungstheorie, gibt es denn Fakten aus deiner Sicht, die man berücksichtigen sollte bei der Überlegung, sollte ich mich auf den Lastenausgleich künftig einstellen oder nicht? Ja, genau. Also das Wort an sich ist natürlich ein schönes Wort, aber es hat nun mal diese historische Bedeutung, ja. Und ich meine, wir kennen es mit anderen historischen Begriffen. Man sollte da die nicht leichtfertig durcheinander werfen. Und es ist tatsächlich so, also allein auf unserer Webseite haben wir jetzt mal 4 Zitate von Politikern hier zusammengefasst. Es ist tatsächlich so, dass laufend Politiker, insbesondere aus dem linken Umfeld, ständig mit diesem Begriff um sich werfen und einen neuen Lastenausgleich fordern. Die reden also nicht von oder viel weniger jetzt von Vermögensabgabe oder Vermögenssteuer oder sonst irgendwas, sondern benutzen spezifisch diesen Begriff, der aus der Nachkriegszeit von 1948 kommt. Wir wollen einen Lastenausgleich, wir finden das gerecht. Dieser muss jetzt wieder eingeführt werden. Also ich sage mal, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Ja? Also das wird in Talkshows so erwähnt, da müssen Sie nur mal online danach suchen. Politiker nehmen beständig in den Mund diesen Begriff. Und ich meine, wie gesagt, die können dann lange sagen, naja, wir meinen natürlich keine Enteignung wie nach dem Zweiten Weltkrieg de facto. Aber im Grunde ist dann die Frage, warum man diesen spezifischen Begriff dann so verwendet für eine geplante Vermögensabgabe. Also das ist mal das eine. Ja. Und der Grund, ja, warum natürlich überhaupt dieses Thema so heiß diskutiert wird, ist, dass die Besteuerung von Immobilienvermögen für den Staat natürlich extrem tief hängende Früchte sind. Ja, also zunächst mal muss man sagen, dass jetzt die Besteuerung von Immobilien in Deutschland relativ moderat ist. Ja? Also wenn man mal andere Länder anschaut, da gibt es so eine 10-jährige Spekulationsfrist nicht. Da muss sich jeden Verkauf von Immobilien, mit Ausnahme vielleicht der eigengenutzten Immobilie, mit Kapitalertragssteuer versteuern. USA, UK, Frankreich, Italien. Ja? Also das heißt, Deutschland ist hier in einer Sonderposition. Ich meine, es wäre relativ einfach für eine Regierung zu sagen, wir passen es dem europäischen Standard an. Dann fällt die Spekulationsfrist komplett weg. Ja. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Großbritannien, ist es so, dass Finanzierungskosten bei privat vermieteten Immobilien nicht mehr steuerlich geltend gemacht werden können. Ja, also wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe, um diese zu vermieten, ja, dann ist ja der Großteil meiner Kosten werden Finanzierungskosten sein. Und normalerweise kann ich ja wenigstens den Zinsteil, nicht die Tilgung, aber den Zins steuerlich geltend machen. Und am Anfang, wie gesagt, am Anfang jedes Darlehens ist der Zins nun mal der größte Anteil. So dieses kann ich hier nicht mehr geltend machen. In Deutschland kann ich es voll geltend machen. In anderen Ländern gibt es keine Abschreibung. Das gibt es in Deutschland auch noch, ja, auf Immobilien. Also das heißt, da gibt es relativ viele Stellschrauben, die hier der Staat noch andrehen kann. Und es ist nun mal so, dass bei Immobilien, die ja nicht so ohne weiteres oder eigentlich gar nicht jetzt einfach mal mitgenommen werden können. Ja? Das heißt, die sind in Deutschland. Da wird es immer ein Recht des deutschen Staates geben, diese zu besteuern. Und aus den von mir gerade eben genannten Gründen wird das relativ einfach sein. Hinzu kommt natürlich diese ganze Umverteilungsideologie. Ja? Und jetzt muss man sich überlegen, dass die Immobilienpreise ja enorm gestiegen sind in den letzten Jahren. Da kommen wir dann gleich noch im Detail dazu.
Und auf einmal ist jetzt jemand, der eigentlich ein moderates Einkommen hat, Millionär, ja, weil er jetzt eine Immobilie hat, die sich in den letzten 10 Jahren im Wert verdoppelt hat. Und das passiert ja vielfach. Es ist einfach so, ja. So, jetzt hat jemand ein relativ geringes Einkommen, ein relativ moderates Einkommen. Natürlich ist ein beträchtliches Vermögen, wenn eine Immobilie besitzt, die 1 Million Euro oder mehr wert ist, ja. Aber auf einmal ist es nicht mehr irgendjemand irgendjemand der Mittelklasse, sondern es ist jemand, der laut Politik zu den Reichen gehört, die geschröpft werden sollen, die unfair sind, die den Armen das Geld wegnehmen. Ja, und so kommt man so schleichend letztlich dann möglicherweise hier ins Visier des Staates und ins Visier solcher Umverteilungsmaßnahmen. Ja. Das ist mal so, was man, wenn man hier mal analysiert, was eigentlich vor unserer aller Augen gerade passiert.